schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ja, es ist endlich wieder Rhabarberzeit und ich habe für euch heute eine Rhabarbertat. Und zwar nicht eine ganz normale, sondern es ist eine Rhabarber-Himbeer-Marzipan-Mandeltat. Die ist mega lecker, sowas von einfach in der Herstellung. Und ja, wir fangen jetzt an. Viel Spaß! Für unseren Mürbeteig brauchen wir Marzipan, kalte Butter, etwas Vanilleextrakt, dann habe ich hier Zucker, dann brauchen wir noch Mehl, ganz normales Weizenmehl, Type 405 und ein Ei. Die genauen Mengenangabe findet ihr übrigens unten in der Infobox oder auf meinem neuen Blog www.alexandrasfoodlounge.com. Ja, los geht's. Ganz einfach. Die Zutaten kommen in eine Schüssel wie Mehl, Zucker, das Vanilleextrakt und dann noch die Butter und den Marzipan. Den Marzipan müsst ihr übrigens etwas zerkleinern. Ihr könnt ihn reiben, aber auch klein schneiden, so wie es ich gemacht habe. Und das wird jetzt so lange verknetet, bis wir einen bröseligen Teig haben. Also es soll noch nicht ein fester Teig werden, denn dieses Rezept, also diese Zutaten langen für den Boden und die Brösel, also die Streusel. Ihr nehmt euch ein bisschen was raus, so soll es ausschauen, und der Rest wird dann fest verknetet. Ich habe es nochmal kurz mit der Maschine gemacht und dann trotzdem nochmal mit der Hand, weil da geht es dann doch nochmal am besten. So einfach auf eine bemehlte Arbeitsfläche geben und mit den Händen nochmal kurz durchkneten. Der lässt sich übrigens sehr schön kneten. War echt ein toller Mürbeteig. So, der darf jetzt erstmal noch mal fest werden. Also die Butter sollte wieder fest werden und dazu gebe ich Ihnen ich habe jetzt hier einen Gefrierbeutel und dann darf er noch mal eine Stunde in den Kühlschrank. Ich habe jetzt hier eine Tartform. Da kann man den Deckel hochheben. Ich finde das mega cool und praktisch, denn so bekommt ihr die Tart auch richtig schön aus der Form raus. Und wie ihr gesehen habt, habe ich sie ein bisschen gefettet. Dann habe ich hier meinen Rhabarber und ich hatte jetzt gefrorene Himbeeren. Die müsst ihr bitte vorher auftauen lassen. Dann habe ich hier noch Zucker, Stärke, gehackte Mandeln und das hier ist ein Mandelsirup. Den braucht ihr nicht unbedingt. Ihr könnt auch Himbeersaft, Erdbeersaft oder Rhabarbersaft benutzen, so ein paar Esslöffel. Also wie gesagt, die genauen Mengenangabe stehen unten. Den Rhabarber. Ich habe jetzt meinen nicht geschält. Den müsst ihr waschen. Die Blätter natürlich weg, die solltet ihr gar nicht essen. Und dann, ja, ich würde sagen würfeln. Er zerfällt sowieso, es kann ruhig etwas grob gewürfelt sein. So sah beides aus. Dann habe ich hier meinen Teig wieder. Der muss jetzt der Tartform angepasst werden. Und dazu gebe ich ihn nochmal auf eine Arbeitsfläche mit etwas Mehl und rolle ihn so aus, dass er schön in meine Form hineinpasst. Und dazu gebe ich ihn nochmal auf meine Arbeitsfläche, die natürlich bemehlt und sauber sein muss. Ich rolle den dann so gute 2-3 mm aus. Also ihr solltet ihn jetzt so ausrollen, dass er halt einfach komplett in die Tartform hineinpasst. Und wie ihr den auf die Tartform bekommt, das geht eigentlich ganz einfach. Rollt ihn aufs Nudelholz auf und dann wälzt ihr ihn einfach über die Form. Und hier sieht man schon, ich habe ihn ein bisschen zu klein ausgerollt. Aber das macht überhaupt nichts, denn man kann das Ganze ja anpassen. Alles, was drüber schaut, einfach abschneiden und damit die Lücken füllen. Dann hatte ich ja ein paar. Ja, das, wenn dann erledigt ist, dann darf der in den Kühlschrank. Dann geht es weiter mit der Füllung. Dazu brauchen wir jetzt eine Pfanne, da kommt ein bisschen Butter hinein und als allererstes brate ich da ein klein wenig den Rhabarber an. Also ich würde sagen so 3 bis 5 Minuten, bis er halt weich wird. Dann karamellisiere ich das Ganze noch und gebe dann den Zucker dazu. Da könnt ihr selbst entscheiden, wie süß ihr das haben wollt. Ihr könnt mehr Zucker dazu geben, denn Rhabarber ist ja sauer und die Himbeeren sowieso, oder auch weniger, wie ihr wollt. Das Ganze ankaramellisieren lassen. Und man merkt dann schon, es wird alles etwas flüssiger. Jetzt gebe ich meinen Mandelsirup dazu. Da habe ich ja gesagt, den müsst ihr nicht unbedingt kaufen. Unten in der Infobox findet ihr einen Link, wie er ausschaut und wo ihr ihn kaufen könnt. Aber wie gesagt, ihr könnt auch ganz normalen Saft nehmen, wie Erdbeersaft. Rhabarbersaft wäre noch besser. Oder Himbeersaft, gibt es ja zu kaufen. Ja,
Dann kommen zum Schluss noch meine gefrorenen, aber aufgetauten Himbeeren dazu. Ihr könnt auch frische nehmen. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Nachteil ist bei gefrorenen. Die sind ja recht flüssig eigentlich schon. Das haben jetzt halt die frischen nicht. Also ich kann euch jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, was besser ist. Aber macht es, wie ihr wollt. Entweder gefroren oder frisch. Dann zu guter Letzt, dass das Ganze ein bisschen bindet, ein bisschen cremiger wird, fester wird, gebe ich noch ein bisschen Stärke dazu. Die wird dann verrührt. Und dann merkt man auch schon, das wird so eine richtig schöne Matschepampe. Ich sage das so gern. Es wird ziemlich dickflüssig. Zu guter Letzt kommen dann noch die Hälfte der gehackten Mandeln dazu. Ihr könnt da übrigens auch Haselnüsse nehmen oder, was ich jetzt auch schon öfters mitbekommen habe, einige von euch haben eine Nussallergie. Lasst sie einfach weg. Auch das beim Mandelsirup dann einfach weglassen und eben durch einen Saft ersetzen. Ja, dann ist meine Füllung fertig und die kommt jetzt auf meine Tartform. Nicht auf meine Tartform, sondern die kommt auf meinen Boden in der Tartform. Schön gleichmäßig verstreichen. Hat genau gepasst von der Menge her. Und dann hole ich den restlichen Bröselteig und streue da meine Streusel drauf. Natürlich noch mal ein bisschen durchkneten, dass so richtige kleine Kugeln entstehen. Also so typische Streusel halt. Und dann schön alles drauf verteilen. Je mehr, desto besser. Und dann habe ich da auch noch die restlichen gehackten Mandeln darüber gegeben. Könnt ihr weglassen. Und dann darf das Ganze bei 175 Grad Ober- und Unterhitze so gute 25 Minuten backen. Nach dem Backen in der Form auskühlen lassen. Und so funktioniert es mit dieser Tartform. Da hat es ein bisschen gehängt, also ist ein bisschen kleben geblieben. Aber es macht nichts. Ein bisschen mit Messer oder Schere hin und dann geht es runter. Und ihr müsst es halt auf einen hohen Behälter stellen und dann normalerweise geht der Rand von selber dann runter. Und so sah sie dann aus. Oh, das hat so lecker geduftet. Ich habe dann noch ein bisschen Puderzucker darüber gegeben. Ihr könnt aber auch Sahne aufschlagen und das mit Sahne servieren. Oh, das ist bestimmt auch total lecker. Und dann noch so ein bisschen Schokoladenguss drüber. Ach, da kann man noch ganz toll variieren. Wer Himbeeren nicht mag, kann sie übrigens auch durch Erdbeeren austauschen, Heidelbeeren, Brombeeren oder einfach nur Rhabarber. Das geht auch. Oder einfach nur Himbeeren. Also eigentlich könnt ihr da ziemlich gut variieren. Und ich bin ja so ein totaler Fan von solchen Tarts, also Rhabarber. Ich habe mich echt wirklich tierisch darauf gefreut, dass das wieder war. Also dass sie wieder da sind. Und der war echt total lecker. Ja, das war jetzt mein Rezept von der Rhabarber-Himbeer-Marzipan-Mandeltart. Hier ist er. Sieht toll aus, oder? Das ist ja das Schöne an dem Rhabarber. Der hat so eine tolle Farbe. Was ich noch sagen wollte zu dem Boden. Und zwar, dieser Boden hier, warte, ich zeige es euch. Der ist ziemlich weich. Also der ist schon fast Matsche. Ja? Wenn ihr das nicht wollt, also ich liebe das total. Wenn ihr das nicht wollt, rate ich euch, den Mürbteig vorher so 10 Minuten blind backen. Das heißt, ihr gebt den Mürbteig in die Form hinein, gebt ein Backpapier drauf, legt Erbsen oder Linsen hinein, getrocknet natürlich, also keine gefrorenen oder so. Und lasst sie, die beschweren den Kuchen, sodass er nicht hoch geht. Und lasst dann den Boden so 10 Minuten drin und dann wird er schön knusprig und weicht auch nicht so auf. Und das ist hier der Fall, weil Rhabarber, Himbeeren, meine waren ja auch gefroren, die sind unheimlich flüssig gewesen. Und deswegen ist es so eine Matschebombe, kann man schon fast sagen. Und ich mag das, also deswegen habe ich den nicht vorgebacken. Wie gesagt, wer es nicht mag, der backt es vor. Ja. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bleibt gesund und bitte passt auf euch auf. Und bis demnächst. Tschüss. Ich euch das jetzt.